Hallo und herzlich willkommen beim Deintechniker Kanal. Heute habe ich einen Miele-Geschirrspüler mit dem Fehler 24. Das ist ein häufiger Fehler bei den klassischen Miele-Geschirrspüler und am meisten treten Fehler nach 8 Jahren. Wenn die Maschine neu ist, passiert das nicht so häufig, am meisten nur, wenn die Maschine alt ist. Was ist der Fehler, was ist die Lösung, was ist die Ursache, erkläre ich euch gleich. Dein Techniker, alles klar, reparieren wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin, mit Technik, Know-how und Sinn. Bei diesem Fehler muss der Druckschalter von der Maschine getauscht werden. Im Internet oder YouTube, die sagen Heizungsrelais etc., aber es ist nicht, das ist der Druckschalter. Der Heizungsrelais ist in einer Reihe mit dem Druckschalter verbunden und wenn der Druckschalter Fehler hat, dann schaltet der Relais nicht. Deshalb steht im Internet oder bei YouTube, bei welcher Techniker, dass die Heizungsrelais ist defekt, aber tatsächlich ist der Druckschalter, der verursacht den Fehler. Was ist der Druckschalter, erkläre ich euch, auch wenn ich das Teil in der Hand habe. Jetzt muss die Maschine leider auseinandergenommen werden, das heißt, die muss raus. Und wie gesagt, immer Safety first. Die Stecker muss raus und die Fußleiste muss auch ab. Und dann 4 Schrauben muss die Maschine nach vorne ziehen. Und wir müssen auch achten, dass die Schläuche lang genug sind. Wenn es zu kurz ist, dann müssen die Ablauf- und Zulaufschläuche abgenommen werden. Der Stecker ist jetzt raus. Jetzt nehme ich den unteren Korb raus, den Stroharm und den Sieb. Ich muss den Sammeltopf unter den Sieb entleeren, da darf kein Wasser drin bleiben. Warum? Weil gleich kippe ich die Maschine auf den Rücken und es kann sein, dass der Wasser rausläuft oder in den Verbraucher und das darf nicht. So, den Stroharm einfach hochheben. So, dann nehme ich auch das Rückschlagventil hier drücken, weil es gibt noch ein bisschen Wasser in der Ablaufschlauch. So, und jetzt mit einem Schaum, mit einem Schwamm oder mit Spritze hole ich das Wasser raus. So, ich habe hier entleert. Dann kommt der Rückschlagventil wieder in Platz. So, und sie wieder in Platz. Spruch. Jetzt nehme ich die Fußleiste ab. Und dann 1, 2, 3, 4. Diese Abdeckung einfach ab. Und jetzt löse ich die 4 Schrauben. Schrauben sind jetzt lose und die Maschine langsam rausziehen. So. Die Schläuche waren kurz, wir mussten den Ablaufschlauch abnehmen, hier mit einer Gurke zugemacht, damit kein Wasser so läuft. Jetzt kippen wir die Maschine auf den Rücken. Die Schläuche müssen hier sein und nicht da. Hier habe ich ein anderes Stück von einem anderen Video, aber gleiche Maschine, gleiche Fehler, weil bessere Qualität, man kann richtig sehen. Ich habe hier ein Handtuch, ein großes Handtuch unter der Geschirrspüler verlegt, weil jetzt kippe ich die Maschine und damit kein Wasser rauskommt, weil manchmal ist der Boden Laminat oder empfindlicher Holz
Deshalb ist es besser, wenn ein Handtuch darunter. Die Schläuche müssen in diese Ecke sein, damit wenn die Maschine auf dem Boden liegt, nicht dass die Maschine auf die Schläuche legen und dann geht ein Schlauch kaputt oder so. So, jetzt muss ich 4 Schrauben lösen. Hier ist die erste. Der zweite ist an der anderen Seite links und 2 sind unten. Ihr seht das gleich. So, hier ist die Innenleben von der Geschirrspüler. Ich versuche euch zu zeigen, wo der Druckschalter, das Teil hinter die beiden Schläuche. Der hat 5 Stecker, 2 blau, 2 braun und eine Schutzleiter, also PE. Ich muss die schwarzen Schlauch abnehmen, damit ich besser an den Teil komme. Hier brauche ich entweder Wasserpumpezange oder Schlauchschellenzange. Ich nehme die Schelle, mache die locker, hebe die nach oben und versuche ich jetzt den schwarzen Schlauch ein bisschen locker zu machen und dann ziehen. So. Und ich nehme die Stecker von der Druckschalter einer nacheinander. Ist ein bisschen schwierig zu sehen und der Platz ist auch eng. So, das ist der Druckschalter. So, jetzt versuche ich die Stecker abzunehmen. Ist kaum Platz, also nur 2 Finger passen dort. Man kann auch den Druckschalter abnehmen und später die Stecker abnehmen, aber ist ein bisschen auch schwierig. Also man muss daran kommen. Die PE mit einem Phasenpuffer oder einem Schraubendreher einfach abnehmen. Dann sind diese Nase einmal oben und einmal ist unten. Die untere ist ein bisschen schwierig abzunehmen, weil es kaum Platz. Nur mit schmaleren Schraubendreher, also Schlitz, kann man die Nase nach unten drücken und den Teil ein bisschen nach außen ziehen. Ja. So, das Teil, er sitzt neben die Pumpe und er guckt, ob die Maschine genug Wasser hat. Also wenn die Maschine Wasser zieht und das Wasser in die Maschine ist. So, jetzt habe ich das abgenommen. Jeder Loch hat eine Dichtung. Eine Dichtung ist mit dem Schalter rausgekommen. Die zweite Dichtung ist immer noch drin. Der muss auch raus. Und jetzt rede ich weiter mit der Kundin. Sie hat die Fragen. Ich beantworte auf die Fragen und ihr kann sehen, was ist die Rolle für diese Druckschalter. Mist, ja. Aber man sieht auch nicht von außen, ob es kaputt ist. Nee. Ich kann Ihnen gleich zeigen. Und was macht das? Das heizt? Oder das, was ist das? Nee, auf der Internet immer steht Heizungsgerät, aber ist es nicht. Ah, was ist das? Also sehen Sie die schwarze? Das ist die Gummiwand. Und hinter der Gummiwand ist eine Mikroschalter. Und damit der Heizung nicht ohne Wasser laufen, muss Wasser in der Maschine genug stehen. Und wenn die sich dreht, dann druckt das Wasser hier rein. Ja.
Das Wasserdruck der Gummivand Druck der Mikroschalter, der drin ist. Und dann weiß die Maschine, okay, ich habe genug Wasser, jetzt darf der Heizung angehen. Und die zweite Aufgabe vor der Druckschalter, er guckt bei Abpumpenphase, ob die Ablaufpumpe geschafft hat, das ganze Wassermenge abzupumpen. Also dauert 120 Sekunden und in diese 2 Minuten fast die Maschine, fast die Ablaufpumpe das Wasser nicht abgepumpt hat, dann beobachtet er das und sagt zur Elektronik, ja, das stimmt etwas nicht, da steht immer noch Wasser drin. Dann meldet die Maschine F11 oder sagt die Maschine Ablaufprüfen. Aber warum geht das Teil kaputt? Olivenöl, Fett, auch mit der Zeit. Fett greift an die Gummiteile und macht einen kleinen Riss in diesen Gummiwand. Dann läuft das Wasser in den Schalter und macht Kurzschluss. Deshalb ist besser, wenn man einmal im Monat bei Intensiv 75 die Maschine durchlaufen lassen. Dann reinigt die Maschine sich automatisch. Empfohlen bei Intensiv 75, dass man keine empfindlichen Gläser mit diesem Programm spult, weil wegen hoher Temperatur kann sein, dass Weingläser kaputt gehen und dann blockieren die Pumpe. Also mit Geschirr oder ohne Geschirr, aber lieber ohne Weingläser oder empfindliche Gläser. So. Ja. Und das Teil links von der Bildschirm, wo 3 Stecker drin sind, das ist der Heizungsrelais. Das kann auch das Problem sein, aber das ist sehr, sehr selten. Also 95% von diesem Fall ist der Druckschalter, 5% ist der Heizungsrelais. Warum Internet sagt immer Heizungsrelais? Weil der Heizungsrelais ist mit der Druckschalter in einer Reihe geschlossen. Also ursprünglich ist der Fehler Heizungsrelais, aber am meisten ist nur der Druckschalter. Danke, danke. So, jetzt kommt die Bude. Vorher mache ich die 2 Schrauben von der Fensterblech lose, damit der Boden richtig passt. Rechts und links und unten ist so eine kleine Forung wie ein Kanal. Die Kanten von den Buden müssen in dieser Forung sein, bevor man das befestigt, damit die nicht locker bleibt und damit die Maschine, also die Budenwanne, dicht bleibt, falls eine Leckage in der Maschine gibt in Zukunft, dass kein Wasser rausläuft. Also ich muss achten, dass die Kanten von den Buden richtig in dieser Forung sind. Dann schraube ich die 4 Schrauben fest und am Ende mache ich die 2 Schrauben von die Fenster wieder fest. Da ist der Druckschalter, der muss getauscht werden. Der hat 5 Stecker. Zwei braun, 2 blau und PE.
Also vorne sind die blau, die kleine ist unten, die große ist oben und hinten sind die braun. Die kleine ist oben und die große ist hinten. Jetzt der PE. So. Und jetzt mit einem Phasenpuffer diese Lasche nach oben ziehen und ein bisschen nach hinten drücken. Unten ist auch noch eine, die darf kaputt gehen, weil die ist sowieso kaputt und wird ersetzt. Hier. Da ist die Lasche. Da. Ich nehme die auch ab. So. Das Platz ist ein bisschen eng. So. Jetzt der Druckschalter ist lose. Ein bisschen schwer zu nehmen. Ich nehme die Heizungsräder auch ab und dann kann ich den rausziehen. Der Handtuch. So. Ein bisschen Wasser. Jetzt ein Handtuch hier und ich nehme die 2 Dichtungen, die drin geblieben raus. Nummer 1. Und Nummer 2. So, das ist der kaputte Teil. Das ist neben die Umweltpumpe. Wenn die Maschine genug Wasser hat, dann druckt der Umweltpumpe das Wasser hier rein. In der Mitte gibt es eine Gummiwand. Hinter der Gummiwand ist ein Mikroschalter. Wasser druckt die Gummiwand, Gummiwand druckt den Mikroschalter. Dann weiß die Maschine, dass genug Wasser in die Maschine ist. Und dann läuft die. Mit Zeit, Olivenöl, Fett, die greifen an die Gummiteile wie hier und machen ein kleines Loch oder ein kleiner Riss in diesem Teil. Dann läuft das Wasser in den Schalter und meldet den Fehler. Macht Sinn auch, wenn ihr feststellt, dass die Stecker hier nass sind, ein bisschen mit Föhn abtrocknen. Und in diesem Fall sind die hier. Das ist das neue Teil. Der wird gleich getauscht. Achten Sie, also man kann auch so montieren und so montieren, aber die PE-Anschluss muss nach vorne sein, also er wird so eingesteckt. So. Und jetzt suche ich die hier rein. Zweimal Klick soll ich holen. Eins-mal, 2. Und jetzt kommen die Stecker rein. So. Die Kabel müssen nach vorne, also von hinten soll nach vorne. Also diese braune Stecker, der Kabel muss nach vorne. Und jetzt kommt der kleine braune Stecker.
So. Und jetzt die blaue oben und die Kabel sollen in Innenseite. Also das heißt, die Leitungen müssen immer gegenübereinander. Siege übereinander. Mhm. Zack. Und die Schutzleiter. Na, hoffentlich hat das Ding jetzt ein schönes Loch. Ja, ich sehe eins. Ich habe gerade eins gesehen. Siehst du, wo das Fenster gehalten hat. Ja? Aber, wer weiß. So. Und der Heizungsrelais wieder im Platz. Getauscht. Jetzt kommt die Boden wieder, wird mit 4 Schrauben geschraubt. Also den Druckschalter haben wir auseinandergenommen. Normalerweise kommt Wasser und Druck. Und diese Dichtung mit der Zeit, Olivenöl, Fett, wird also ein kleines Loch drin und dann läuft das Wasser in den Schalter und verursacht den Kurzschluss. Ich gucke, ob ich das finde. Da. Da. Eben habe ich gesehen. Da. Dann läuft das Wasser durch dieses Loch in den Schalter und verursacht die Fehler F24. Jetzt bauen wir die Maschine wieder ein. Und dann sind wir heute fertig. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und geholfen hat. Daumen hoch, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Dein Techniker. Dein Techniker. Alles klar. Reparieren. Wunderbar. Schritt für Schritt. Wir kriegen es hin. Mit Technik, Know-how und Sinn. Ein Techniker, alles klar. Reparieren, wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin. Mit Technik, Know-how und Sinn.